Das Thema Umgang mit Heterogenität ist ein zentrales Thema der aktuellen schulpädagogischen Diskussion in Deutschland. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht die Frage nach einem produktiven Umgang mit Heterogenität der Schülerschaft in Schule und Unterricht. Heterogenität wird im schulischen Alltag traditionell als Problem betrachtet. Es liegt daran, dass die Schule Lehr- und Lernprozesse institutionalisiert. Dabei setzt sie eine gewisse Homogenität der Schülerschaft voraus und produziert selber Homogenität, zum Beispiel bezüglich der Abschlüsse, Qualifikationen, Kompetenzen und Wissensinhalte, die in verschiedenen Schulformen erworben werden. Individuelle Förderung lautet die bildungspolitische Zielsetzung. Jedes Kind soll die Chance haben, sein Potenzial entwickeln zu können. Lehrkräfte sollten dazu individuelle Lernwege ermöglichen. Zum Beispiel durch die Anwendung verschiedener Lehr- und Lernmethoden, durch spezielle Fördermethoden und, gegebenenfalls, durch Hilfestellungen von Personen mit Spezialkompetenz. Produktiver Umgang mit Heterogenität stellt komplexe Anforderungen an die Lehrerschaft. Internationale Vergleichsstudien zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland in diesem Bereich noch große Schwierigkeiten haben. Deshalb findet seit einigen Jahren in der ersten universitären Phase der Lehrerbildung eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Heterogenität statt. Fallstudien bieten dabei eine gute Möglichkeit, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Deshalb konstruieren angehende Lehrerinnen und Lehrer an der Universität Bielefeld im Rahmen der Lehrerausbildung Fallstudien, um Möglichkeiten und Grenzen der individuellen Förderung im Unterricht kennenzulernen. Sie lernen dabei, die Verschiedenheiten der Schüler wahrzunehmen und positiv zu deuten. Sie entwickeln dabei diagnostische Kompetenzen, um später die Unterrichtsgestaltung auf die Bedürfnisse ihrer Schüler abstimmen zu können. Ja, ich habe mich in meiner Fallstudie mit dem Problem der Konzentrationsstörung beschäftigt. In dieser habe ich dann ganz konkret Handlungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer, die es in der Literatur zu finden gibt, erprobt, die zum einen zeitnah und unkompliziert in den Unterricht eingebaut werden können und zum anderen aber die Konzentration von ganz bestimmten Schülern fördern sollen. Um die Konzentrationsprobleme von Sascha, also meinem besonderen Kind, besser erfassen zu können, habe ich mich zunächst einmal der Methode der teilnehmenden Beobachtung bedient. Und um meine Beobachtungsergebnisse wirklich stützen zu können, habe ich letztlich auch einen Konzentrationstest mit ihm durchgeführt. Kern meiner Arbeit war es jedoch, diese Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zu erforschen, die halt tatsächlich dann förderlich für die Konzentration von Sascha sein sollen und letztlich diese auszuwerten. Was meine spätere Berufspraxis betrifft, würde ich sagen, dass ich mich aufgrund der intensiven Beschäftigung mit dem Konstrukt Konzentration beschäftigt habe, durchaus viel dazu gelernt habe, wie man das Konzentrationsvermögen von Schülern beeinflussen und dadurch fördern kann, ohne bestimmte Schüler rauszunehmen, sondern wirklich diese im Unterricht zu fördern. Zum anderen aber auch, dass ich einfach sagen muss, es gibt Theorien in der Literatur, die nicht auf jeden Schüler greifen und das hat sich jetzt auch bei meiner Fallstudie herausgestellt, dass es durchaus auch Maßnahmen gibt, die nicht konzentrationsförderlich für jeden Schüler sind. Ich habe meine Fallstudie über die besondere Entwicklung eines Sozialverhaltens geschrieben. Ich habe also in der Grundschule einen bestimmten Schüler fokussiert beobachtet und meine Fragestellung lautete, wie hat sich das soziale Verhalten von Leon von der 1. bis zur 3. Klassenstufe verändert. So habe ich als Methoden einmal die teilnehmende Beobachtung und das Leitfadeninterview gewählt. Das Leitfadeninterview habe ich mit 2 Personen durchgeführt, die Leon nahestanden, also mit der Klassenlehrerin und der Ergotherapeutin. Und letztlich ist herausgekommen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, dass Leon sich also zum Positiven hin entwickelt hat. Für meine spätere Berufspraxis hat mir die Fallstudie sehr viel gebracht. Vor allem, dass ich nochmal ein Studium der Heilpädagogik aufgenommen habe. Und nur durch die Fallstudie bin ich eben darauf gekommen, dass es eben nochmal andere Ansätze auch gibt, denen man sich widmen kann. Und nicht nur wie so oft in der Schule die defizitorientierten Ansätze. Ja. Das Buch Heterogenität und Lehrerhandeln im Spiegel erziehungswissenschaftlicher Fallstudien beinhaltet 20 Fallstudien, die angehende Lehrerinnen und Lehrer verfasst haben. Es geht darum, zur schulpädagogischen Heterogenitätsdebatte einen Beitrag zu leisten. Das wichtigste Ziel des Buches ist eine weitere Sensibilisierung für das Thema Heterogenität im deutschen Schulsystem. Wir hoffen,
praktizierenden, aber vor allem angehenden Lehrerinnen und Lehrern einige Anregungen dazu geben zu können.